Hallo liebe Aquarellfreunde, heute geht's um Menschen in Bewegung. Ich habe hier ein schönes Foto von einer jungen Frau auf Rollschuhen, das mir als Vorlage für mein heutiges Aquarell dienen soll. In meinem Skizzenbuch nähere ich mich zunächst mal dem Thema an. Von ganz flüchtigen, gestischen Pinselstrichen ausgehend arbeite ich das Motiv nach und nach etwas detaillierter aus. Hier ist noch eine kleine Skizze aus einem meiner Workshops zu diesem Thema. Heute habe ich die Bleistiftskizze auf ein etwas größeres Blatt übertragen und jetzt geht's los. Ich beginne mit dem ersten Farbauftrag im Gesicht. Vorher habe ich ausnahmsweise Teile meiner Palette etwas sauber gemacht, um die Farben wirklich rein und strahlend aufs Papier zu bekommen. Ich arbeite im Gesicht abwechselnd mit den Farben Lichter Ocker, Cadmium Orange, Cadmium Rot und Alizarin Karmesin und sehr viel Wasser, damit alles schön ineinander läuft. Ihr könnt sehen, wie nass der Farbauftrag ist. Hier liegt ein großer Wassertropfen am unteren Ende der bemalten Fläche. Den kann ich hier mit einem großen Flachpinsel mit Schwung nach außen ziehen. Dadurch habe ich gleich ein wenig Hintergrundfarbe, die auf alle Fälle mit meinen Hauttönen korrespondiert. Auch bei den Armen setze ich Farbe stellenweise in nasse Flächen, damit ich weiche Verläufe bekomme. Mit dem rechten Arm geht's weiter. Einige Spritzer zwischendurch lockern mich und mein Bild ein wenig auf. In die noch nasse Fläche der Haut setze ich jetzt Neutraltinte für das Shirt. Dabei sollte die neue Farbe etwas trockener sein als die Mischung, die darunter liegt. So gibt es keine Ausblühungen und die Pigmente können sich weich miteinander verbinden. Ein wenig von der Hautfarbe läuft also in das dunkle Shirt hinein und sorgt dabei ganz automatisch für eine farbliche Verbindung. Genauso funktioniert es hier mit der roten Hose, die an das nasse Shirt gesetzt wird. Ich kann diese Verläufe im zweiten Farbauftrag noch konkretisieren. In diesem Schritt kommt es mir besonders auf die Verbindung und Harmonie der einzelnen Bildteile an. Das leuchtende Rot hier heißt Purple Red und ist von Daniel Smith. Jetzt ist die Farbe im oberen Bereich so weit angetrocknet, dass ich gut Helligkeiten wieder abheben kann. Zwischendurch hilft mir ein Blick auf mein Foto, um zu sehen, wo helle und dunkle Formen auf der Haut erscheinen. Jetzt male ich die Beine mit der gleichen Farbmischung wie bei den Armen. Auch hier modelliere ich teilweise mit trockenem Pinsel, um Helligkeiten abzuheben. Unter dem Knie und an der Wade gibt es viel Schatten, also kommt hier in die Rotmischung etwas Cadmiumblau hinein. Das viele Wasser hier im Rollschuh dient wieder wunderbar zur Verbindung zum Hintergrund. Für die Rollschuhe nehme ich wieder Neutraltinte und etwas Cadmiumblau. Befinden sich die stärksten Schatten im Gesicht. Nach dem Trocknen male ich die Haare mit Sienna gebrannt, Neutraltinte und etwas Kobaltblau. Dabei setze ich stellenweise trockene Pinselstriche ein, um die Haare locker anzudeuten. Einzelne Strähnen kann ich gut mit dem Fingernagel hineinritzen. Jetzt kommt der zweite Farbauftrag für die Figur. Für die schattigen Bereiche im Gesicht mische ich mir Kobaltblau und Alizarin Karmesin. Unter der Nase
Auf der Oberlippe und am Kinn befinden sich die stärksten Schatten im Gesicht. Auch die Arme werden noch einmal überarbeitet. Schattige Formen versuche ich mutig im Tonwert zu setzen und dann mit viel Wasser weich zu verbinden. Mit relativ trockenem Pinsel wird jetzt das Shirt gemalt. Mal mehr, mal weniger Wasser, so wird der Farbauftrag schön locker und variabel. Die Hose wird vor allem auf der schattigen Seite noch einmal mit kräftigem Rot intensiviert. Auch die Beine modelliere ich mit dunkleren Farbtönen noch ein wenig aus. Das linke Bein meiner Figur liegt ja im Schatten und muss deshalb sehr dunkel sein. Dafür nehme ich jetzt die Farben Sienna gebrannt und wieder Kobaltblau. Mit einigen Pinselzeichnungen deute ich Dunkelheiten in den Rollschuhen an. Auch hierfür hilft mir wieder ein Blick auf mein Foto. Genauso hier bei den Handschützern. Auch sie werden mit Neutraltinte und lockeren Strichen nur angedeutet. Im Gesicht fehlt jetzt noch die Sonnenbrille. Mit Neutraltinte und etwas Lavendelblau arbeite ich die Gläser aus. Das Gesicht muss ich noch etwas modellieren. Ich hebe die Helligkeit auf der Kieferpartie etwas heraus und setze einen dunklen Schatten darunter. Die Oberlippe male ich mit dunklem Rot und auch die Nase intensiviere ich auf der schattigen Seite noch etwas. Das Gesicht ist doch recht violett geworden, also setze ich noch eine leichte Lasur mit Cadmium-Orange über die schattigen Partien. So, jetzt passt es. Für die Falten an der Hose hebe ich mit trockenem Pinsel noch etwas Farbe heraus. Zum Schluss male ich die weißen und schwarzen Streifen auf der Hose. So, für heute ist mein Bild fertig.
Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen und nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch mein Film gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, dann bitte auf die Glocke drücken, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts. Hier rechts von mir findet ihr noch weitere Filme und wenn ihr abonnieren wollt, einfach auf diesen Knopf drücken.